Im Frühjahr 2014 nahmen der Herzog und die Herzogin von Cambridge ihren kleinen Sohn Prinz George mit auf eine Reise durch Australien und Neuseeland. 3 Jahrzehnte zuvor hatten der Prinz und die Prinzessin von Wales eine ähnliche Reise mit ihrem Baby William unternommen. Doch später scheiterte ihre Ehe und erschütterte die Monarchie in ihren Grundfesten. Jetzt gibt eine neue königliche Familie der Monarchie eine solide Zukunft, möglicherweise bis ins nächste Jahrhundert. William, Kate und George begannen ihre Reise in Neuseeland. Der 8 Monate alte George bekam den Titel Prince of Cuteness, Prinz der Niedlichkeit. Er wurde schnell zum Star der royalen Show. Ganz oben auf der Tagesordnung stand ein Spieltermin mit anderen Babys im Government House in Wellington. Die Leute waren ganz aufgeregt wegen seines ersten offiziellen Termins. Sie haben ihn in eine Spielgruppe mitgenommen, um mit anderen Kindern zu spielen. Und das war wirklich schön, weil George dort nicht alleine herumtollte, sondern mit anderen Babys im gleichen Alter interagierte. Und wir konnten sehen, wie George ist. Wir bekamen seine Persönlichkeit zu sehen. Er wurde, glaube ich, als ein bisschen unerschrocken und angriffslustig beschrieben. Er war ein ziemlich entschlossenes kleines Baby. Er hat sich die Spielsachen, die er wollte, einfach genommen. Er hatte viel Aufmerksamkeit und ein tolles Kindermädchen und man merkte ihm an, dass er in seiner Entwicklung viel Hilfe bekommen hat. Er konnte schon fast laufen, während andere Babys nur krabbelten. Und ich finde auch, dass George etwas sehr Lustiges an sich hatte. Dass sein kleiner, mürrischer Ausdruck irgendwie auch ein Thema der Tour wurde. Er hatte bestimmt keine Lust, die ganze Zeit zu lächeln. Als er aus dem Flugzeug kam, sah er irgendwie so aus. Wenn man sich Baby William im Jahr 82 ansieht, ist die Ähnlichkeit mit der Familie offensichtlich. Williams Eltern, Charles und Diana, versuchten, ihn bei seinem ersten Fototermin aufzumuntern, aber er blieb die ganze Zeit ernst. Einer der Höhepunkte des Besuchs von William und Kate in Australien war ein Ausflug in den Taronga Zoo in Sydney, wo er in ein nach ihm benanntes Gehege geführt und mit einem kleinen Pelztier namens Bilby bekannt gemacht wurde. Der Zoobesuch zeigte William, Kate und George als eine königliche, aber ansonsten ganz normale Familie. George hat einen Hauch von Ungezwungenheit in das protokollarische Leben der Royals gebracht, die schnell zum Markenzeichen der Familie Cambridge wurde. Kate hat die Anforderungen der Mutterschaft gemeistert und gleichzeitig Prinz William bei seinen offiziellen Aufgaben unterstützt. Seit ihrer Hochzeit 2011 hat sich Kate nahtlos in das königliche Leben eingefügt. Sie hat ihre neue Rolle mit Enthusiasmus angenommen und ist darin aufgegangen, als wäre sie dazu geboren. William wurde von Geburt an trainiert, aber der Druck der königlichen Pflichten ist für ein Mädchen aus der Mittelschicht noch härter. Ob sie nun in einem engen roten Kleid in Christchurch Cricket spielt, in einem Jugendmusikzentrum in Adelaide als DJ auflegt, auf dem Shotover River bei Queenstown mit einem Jetboot durch die Stromschnellen fährt oder in Hamilton Blumen an einem Kriegerdenkmal niederlegt. Kate hat ein instinktives Gespür für ihre Rolle als Herzogin von Cambridge. Als Königin darf sie niemals müde oder gelangweilt aussehen. Sie muss jedem, den sie trifft, eine besondere Erinnerung schenken, die ein Leben lang anhält. Ich finde, Kate hat einen natürlichen Charme. Es gibt Dinge, die man nicht konstruieren kann. Und ich finde, dass sie eine gewisse Starqualität an sich hat. Sie ist sehr energiegeladen, sehr an Menschen interessiert. Und ich glaube, etwas, das sie tut, wenn sie mit Menschen spricht. Ich habe sie schon mal getroffen und sie hat es mit mir gemacht. Sie dreht ihren Körper, ihren ganzen Körper zu dir hin. Und sie sieht dich an. Und für die wenigen Momente, in denen du mit ihr sprichst, bist du absolut der Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass sie den Menschen aus diesem Grund das Gefühl gibt, etwas ganz Besonderes zu sein. Kate wählte das Modehaus des verstorbenen Alexander McQueen für ihr Hochzeitskleid. Mit einer Mischung aus Moderne und Tradition war es das perfekte Kleid für eine königliche Braut des 21. Jahrhunderts. Vor allem in der Modebranche wurde gefeiert, dass sie ihr Kleid von McQueen entwerfen ließ. Nicht nur, weil McQueen britisch ist oder eines der berühmtesten Labels des Landes, sondern es war eine erstaunliche und sehr persönliche Hommage der Herzogin an Alexander McQueen, der nicht mehr unter uns weilt. Das Modehaus wird nun von seiner Nummer 2, Sarah Burton, weitergeführt. Sie hat Kates Hochzeitskleid entworfen und ist die Frau, mit der Kate wöchentlich sehr eng zusammenarbeitet.
Kate gibt Stücke in Auftrag, die speziell für sie angefertigt werden. Es kann sein, dass sie Stücke aus einer der neuen Kollektionen von Sarah Burton nimmt und sie so anpasst, dass sie besser zu ihr passen. Die Kleider und Röcke von McQueen können sehr kurz sein. Die Herzogin trägt gerne Kleider, die knapp unter oder auf Kniehöhe liegen. Sarah und Kate arbeiten also sehr eng zusammen, wenn es um das Schneidern und Anpassen der Kleider für eine Herzogin geht. Wenn Sie mich fragen, mit welchem Designer Kate am meisten verbunden ist, würde ich auf jeden Fall McQueen sagen. Und ich finde das fantastisch für die britische Mode. Außerdem ist sie, das sollten wir nicht vergessen, ein großer Fan der High Street. Wir kennen Kate vor allem aus der Boulevardpresse als die Herzogin der High Street. Sarah Burtons wunderschön angepasste Entwürfe für das Label McQueen gehören zu Kates erfolgreichsten und beliebtesten Outfits. Die Kleider junger Designer sind ausverkauft, sobald Kate sie trägt. Im Sinne der Sparsamkeit recycelt Kate manchmal Kleider wie dieses blaue Kleid von Stella McCartney und dieses gelbe Broderie Anglaise-Kleid. Die verstorbene Catherine Walker war eine der einflussreichsten Designerinnen von Diana. Ihr Modehaus wurde nach ihrem Tod im Jahr 2010 weitergeführt und wird nun von Kate bevorzugt. Catherine Walker ist eine wirklich interessante Wahl. Erstens, weil Catherine Walker ein Synonym für Diana ist. Sie und Diana arbeiteten beim Entwerfen sehr eng zusammen. Ein bisschen so, wie Sarah Burton und Kate es heute tun. Aber dass Kate für einige wirklich wichtige Kleider zu Catherine Walker geht, ist wahrscheinlich Kates Art, Diana zu ehren. Als Kate bei der Landung in Wellington die Stufen des Flugzeugs herunterkam, trug sie nicht nur ein fabelhaftes, leuchtendes Rot, das sich von dem trüben, nassen Himmel abhob, sondern sie stach auch mit ihrem Zylinder und ihrem Mantel hervor. Aber was so toll war, dass sie Catherine Walker trug. Und ich glaube, das war wirklich ihre Art, der Schwiegermutter zu huldigen, die sie nie kennengelernt hat. Das Outfit von Catherine Walker erinnert stark an die Vergangenheit, als Diana, nicht Kate, die meist fotografierte Frau der Welt war. Diana war umwerfend schön und trug fabelhafte Kleider, wie dieses perlenbesetzte Outfit von Catherine Walker. Da sie aus einer aristokratischen Familie stammte, verband sie die Anziehungskraft eines Superstars mit der royalen Aura. Eines Tages wird Kate die nächste Prinzessin von Wales sein. Bei ihrer Ankunft in Australien trug sie ein gelb-weißes Kleid von Roxanda Ilincic. Gelegentliche Besuche in Australien helfen, dem Republikanismus entgegenzuwirken. 1983 kam der 7 Monate alte Prinz William hierher, getragen von seinem Kindermädchen Barbara Barnes. Seine Eltern waren auf einer 6-wöchigen Tour durch Australien und Neuseeland. Für die damals erst 21-jährige Diana eine lebensverändernde Erfahrung. Kate war 32. Im Gegensatz zu Diana war sie glücklich mit ihrer Rolle. William und Kate sind voller Leben und interagieren mit jedem, den sie treffen. Sie sind die neue Generation des Königshauses, das moderne Gesicht einer Monarchie, die Tausende von Meilen entfernt ist. Als sie ihre Australienreise begannen, titelte der Sydney Morning Herald: „Die Royals kommen, die Republik schwindet." Mit ihrem Besuch sank der australische Republikanismus auf den niedrigsten Stand seit über 3 Jahrzehnten. William und Kate sind in Australien sehr beliebt. Und seit sie geheiratet haben, wollen die Leute unbedingt, dass sie das Land besuchen. Es ist wirklich interessant. Australien und auch Neuseeland haben sehr starke republikanische Bewegungen. Viele Menschen wollen die britische Monarchie nicht als Staatsoberhaupt. Aber bei den Besuchen dort haben wir gesehen, dass die Menschen diese Frage von der Tatsache trennen, dass sie William, Kate und George einfach als Celebrities lieben und sich freuen, sie im Land zu haben. Der Vorsitzende der oppositionellen australischen Labour-Partei, Bill Shorten, wünscht sich ein australisches Staatsoberhaupt. Von den Reportern befragt, äußerte er sich zurückhaltend über die Zukunft der Monarchie. Wir werden die Beziehung fortsetzen, nicht so sehr als Mutterland, sondern als ständiger ältester Freund. Aber wird es in 50 Jahren noch eine Monarchie geben? Ach, ich kann nicht mal den Sieger eines Rennens am Samstag vorhersagen. Da werde ich in dieser Debatte sicher nicht meine Kristallkugel anwerfen. Am 2. Tag ihrer Australienreise besuchten William und Kate die von einem Feuer zerstörte Stadt Winmalee in den Blue Mountains in der Nähe von Sydney. 6 Monate zuvor war der Ort von Buschbränden verwüstet worden. Fast 200 Häuser wurden zerstört. William und Kate sprachen mit einigen der Menschen, die durch die Brände obdachlos geworden waren.
Es bedeutet mir sehr viel, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben, um meine Kinder und uns zu grüßen und zu sagen, es tut mir leid, dass euch das passiert ist. Sie waren lieb und herzlich. Ich habe einen Kuss von Kate bekommen und sie wollen mich besuchen und eine Tasse Tee bei mir trinken, wenn das Haus wieder aufgebaut ist. Kate hörte aufmerksam den tapferen Feuerwehrleuten zu, die tagelang gegen die Brände gekämpft hatten. Dann hörte Kate, die als Kind selbst bei den Pfadfindern war, begeistert zu, wie eine Mädchengruppe für sie sang. Das Paar genoss die spektakuläre Aussicht am Echo Point. Sie sahen die Three Sisters Peaks und die dunstigen blauen Aussichten, die den Blue Mountains ihren Namen geben. Eine Menschenmenge war gekommen, um den Herzog und die Herzogin zu sehen und um Fotos von ihrem Besuch zu machen. Am liebsten ein Selfie mit Kate. Ihre Fähigkeit, sich auf Menschen und vor allem auf Kinder einzulassen, erinnert sehr an Diana. William sorgte einmal für Beunruhigung bei den Beamten, als er in die Nähe eines Abgrunds trat, um eine Segelübung zu beobachten. Das Paar sah sich eine Vogelschau an und posierte anschließend mit einem der beliebtesten Tiere Australiens, dem Koala. Sie besuchten ein Kinderhospiz und sprachen mit den Patienten und ihren Eltern. Sie waren von dieser Erfahrung tief bewegt. Kate nutzte die Gelegenheit, um in einer Rede ihre Dankbarkeit gegenüber Australien zum Ausdruck zu bringen. Wenn ich darf, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um allen zu danken, die mich und George bei unserem ersten Besuch so unglaublich herzlich empfangen haben. Es war etwas ganz Besonderes, als Familie hier zu sein, und wir werden es immer in guter Erinnerung behalten. Der Einfluss von Dianas humanitärem Engagement ist bei Williams Frau deutlich zu spüren. Kate sagte einmal, ich hätte Diana gerne kennengelernt. Sie war eine inspirierende Frau, zu der man aufschauen konnte. Kates langes Warten auf William bis zur Hochzeit hat sie darauf vorbereitet, mit dem Druck der öffentlichen Aufmerksamkeit umzugehen. Das Interesse an der Königsfamilie und vor allem an William und Kate ist so groß, dass bei jedem offiziellen Besuch der beiden die Medien in Scharen kommen. Von der ersten Minute bis zur letzten Minute ihres Aufenthaltes gibt es Twitter, Livestreaming, eine flächendeckende Internetberichterstattung. Im Vergleich dazu gab es damals, als Charles und Diana in Australien und Neuseeland waren, nur eine Meldung pro Tag in den Zeitungen und im Fernsehen. Das war's. Jetzt werden die Menschen mit Informationen überschüttet und das macht es viel leichter, das Interesse über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Auf einer weiteren Australienreise im Jahr 88 besuchten Charles und Diana einen Strand in der Nähe von Sydney, um die Rettungsschwimmer in Aktion zu sehen. Diana sprach mit ihnen über ihre Arbeit und überreichte ihnen eine Auszeichnung. Dann ließ sie sich unvorsichtigerweise mit den spärlich bekleideten jungen Männern fotografieren. Kate war bei ihrem Besuch in Australien etwas trittsicherer. Ich war an diesem Strand in Australien. Es war glühend heiß. Wir waren umgeben von diesen fabelhaft aussehenden Rettungsschwimmern, Strandjungs und Surfermädchen. Und alle trugen Flipflops. Und wir fragten uns, was die Herzogin wohl tragen würde. Denn sie liebt ihre Keilsandalen. Sie ist von Natur aus sehr groß, aber sie betont ihre Größe gerne mit Keilsandalen. Und ich weiß noch, wie ich dort wartete. Ich berichtete damals für Channel 9 in Australien und diskutierte mit der Moderatorin, was sie wohl tragen würde. Flipflops? Oder kommt sie barfuß? Und wir waren alle total verblüfft, als sie in diesen riesigen Keilschuhen kam und mit ihnen durch den Sand ging. Und sie ging nicht nur. Irgendwann macht sie ein Rennen und lief runter zum Wasser. Ein Baywatch-Moment. Und sie tat das mit erstaunlicher Leichtigkeit und Geschicklichkeit und flog nicht auf ihr Gesicht, was wahrscheinlich jedem anderen passiert wäre. In Neuseeland nahm das Paar an der Enthüllung eines neuen Porträts der Königin teil. Kate trug ein maßgeschneidertes schwarzes Kleid von Jenny Peckham, bestickt mit silbernem Farn, dem nationalen Symbol des Landes.
Auf dem Porträt trägt die Königin ihre diamantene Silberfahnenbrosche, ein Geschenk Neuseelands, das sie Kate für die Tournee geliehen hat. Als sie in Neuseeland ankam, trug sie die silberne Fahnenbrosche, bei der es sich um das neuseeländische Landeswappen handelt. Das ist ihre Art, dem Land, das sie besucht, mit der Wahl ihrer Kleidung Respekt zu erweisen, so wie es auch die Königin tut. Ich glaube, dass das etwas sehr Wichtiges für sie ist. Die königliche Familie tut das schon seit langem. Und es ist sehr schön, dass die Königin wollte, dass sie sich den Schmuck ausleiht, dass sie ihn trägt. Ich finde, das ist ein wirklich schönes Bild, wie sich die Geschichte wiederholt. Kurz vor der Abreise aus Australien besuchte das Paar das Parlamentsgebäude in Canberra. Ihr Treffen mit dem australischen Premierminister Tony Abbott unterstrich den ernsten Zweck der Reise. Nach der Entgegennahme von Geschenken für George hielt William eine Rede. Vielen Dank für die Herzlichkeit und Großzügigkeit, die uns entgegengebracht wurde. Wir freuen uns schon sehr darauf, wiederzukommen. Und wenn wir wiederkommen, dann um erneut all das zu bewundern, was Australien ist und noch werden wird. Ich danke Ihnen. Die Monarchie hat William in Australien nicht erwähnt. Das hat er Tony Abbott überlassen, der seine eigenen Ansichten zu diesem Thema deutlich gemacht hat. Wenn in vielen Jahrzehnten ein heute noch unbekannter australischer Premierminister ihren Sohn, König George VII., in diesem Gebäude willkommen heißt, wird dies ein Zeichen für die Stabilität und Kontinuität im Leben unserer Nation sein. Der Höhepunkt der royalen Reise war wohl der Besuch des Paares am Ayers Rock, der jetzt offiziell Uluru heißt. Wie so viele andere Touristen beobachteten sie den Sonnenuntergang über dem ikonischen roten Felsen. Charles und Diana hatten das schon 1983 bei ihrer ersten Australienreise getan. Dabei trafen sie auch Aborigines. Über 30 Jahre später führten einheimische Aborigines ihren Tanz für William und Kate auf. Der Respekt vor den verschiedenen Kulturen im Commonwealth ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der königlichen Reisen. Dem Paar wurden handgefertigte Geschenke überreicht. Ein Schild für William und Holzspielzeug für George. Gegen Fliegen und die Hitze kämpfend wurde das Paar dann zum Uluru geführt. Der massive Sandsteinfelsen ist ein Ort der Mythen und Legenden der Aborigines und muss mit Respekt behandelt werden. Das Paar wurde einen Teil des Weges um den Felsen herumgeführt, da es verpönt ist, darauf zu gehen oder zu klettern. William ist Erbe einer fast 1000 Jahre alten Monarchie. Kate stammt aus einer Arbeiterfamilie und hat den royalen Job mit makelloser Anmut und Charme übernommen. Ich finde, Kate hat der Monarchie in vielerlei Hinsicht neues Leben eingehaucht. Es ist lange her, dass wir eine junge, glamouröse, fast schon prominente Person in der königlichen Familie hatten. Und ich verwende das Wort ganz bewusst, denn ich glaube, dass die jungen Royals jetzt genauso Celebrities sind wie Mitglieder der königlichen Familie. William und Kate sind zusammen als Einheit, als Marke, und wir sprechen von der Marke Cambridge, wahrscheinlich das mächtigste Kapital, das die Monarchie hat. Dieses Kapital war schon 2011, nur wenige Wochen nach der königlichen Hochzeit, in Kanada zu spüren. William hatte 20 Jahre zuvor mit Mutter und Bruder die Niagara-Fälle besucht. Als er mit seiner Braut Kate nach Kanada zurückkehrte, genossen sie eine hochkarätige, aber entspannte Tour. Kate trug die Ahornblattbrosche der Königin, die das nationale Emblem Kanadas darstellt und der Königin von ihrer Mutter geschenkt worden war. William und Kate nahmen an einer Menge von Veranstaltungen und Aktivitäten teil und zeigten, dass sie enthusiastisch und anpassungsfähig sind. Es war Kates erste Reise als Herzogin von Cambridge. Am Canada Day, dem 1. Juli, trug sie rot-weiß, die Nationalfarben des Landes. 500.000 Menschen säumten die Straßen Ottawas, um zu sehen, wie das frisch vermählte Paar in einer Kutsche zum Parliament Hill gefahren wurde, wo sie sich die Canada Day Show ansahen. Sie zeigten unermüdliches Interesse an allem und jedem.
Nach einem Bootsrennen teilten sie einen liebevollen Moment. Sie haben sich als brillante Botschafter erwiesen. Viel besser, als man gehofft hatte. Für uns sind sie in der ganzen Welt die Attraktion Nummer 1. Die Königin hat volles Vertrauen in sie, dass sie Großbritannien und die Monarchie hervorragend repräsentieren. Sie sind das moderne Gesicht der Monarchie. Ich meine, die Leute lieben sie. Und sie haben sich an ihre Rolle ganz natürlich angepasst. 2011 besuchte das Paar Hollywood, wo es an einem glanzvollen Wohltätigkeitsdinner teilnahm. Als Präsident der British Academy of Film and Television Arts wollte William den Filmemachern neue Talente vorstellen, aber alle Augen waren auf Kate gerichtet. Die Veranstaltung war der Renner in der Stadt, aber niemand überstrahlte das Königspaar. Selbst Clark Gable und Marilyn Monroe würden die Amerikaner nicht so sehr begeistern. Sie bringen mich zum Lächeln, ich liebe sie. Sie trafen Barbra Streisand, eine Freundin von Charles, und Tom Hanks und seine Frau, Freunde von Diana. So etwas hatte Amerika seit dem Besuch von Charles und Diana im Weißen Haus 1985 nicht mehr gesehen. In ihrem schulterfreien Kleid von Victor Edelstein hatte Diana die anderen Gäste überstrahlt, wie sich der Präsident später erinnerte. Sehr prominente und bekannte Leute im Raum, darunter auch einige Theaterdarsteller und Hollywood-Schauspieler. Aber dann kam sie. Und natürlich war sie der neue Star. Und sie hat sich sehr gut gehalten. Ich hatte beim Abendessen Gelegenheit zu hören, was sie über einige der anwesenden Stars dachte. Und dann begann das Tanzen. Aber trotzdem stand sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die anderen Leute waren mehr oder weniger das Publikum. Und dann konnte ich John Travolta, den sie während des Essens anerkennend erwähnt hatte, dazu überreden, sie zum Tanzen aufzufordern, um das Eis zu brechen. Denn die meisten unserer Gäste waren noch etwas zögerlich. Und er tat es und sie tanzten wunderschön zusammen. Das war ein Höhepunkt an diesem Abend, der mir in Erinnerung bleiben wird. Nach dem Scheitern der Ehe von Charles und Diana konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf ihre Söhne, vor allem auf William als zukünftigen König. Im Juli 2013 stellten er und Kate der Welt ihren neuen Sohn vor, einen Tag nach der Geburt. Als Charles und Diana im Juni 1982 mit dem kleinen William das gleiche Krankenhaus verließen, schienen sie die perfekte Familie zu sein. Also, er hat auf jeden Fall eine gute Lunge, das steht fest. Und er ist ein großer Junge, ziemlich schwer. Einen Namen haben wir noch nicht, aber wir werden so schnell wie möglich einen finden. Aber es ist das erste Mal, dass wir ihn sehen, also lernen wir uns erst mal ein bisschen kennen. Es ist sehr emotional. Ja, sehr emotional. Es ist eine ganz besondere Zeit. Ich denke, dass wahrscheinlich alle Eltern nachempfinden können, wie sich das anfühlt. Zum Glück sieht er aus wie Sie. Nein, da bin ich mir nicht so sicher. Vielen Dank, danke. Ihre entspannte Art vor der Kamera zeigt eine solide und ausgeglichene Beziehung. Ich finde, Kate ist eine großartige Begleiterin für William. Man braucht sie nur zu beobachten und man sieht, dass die Chemie zwischen ihnen stimmt. Es funkt, da ist was in ihrem Blick. Es wird natürlich ständig von Kameras eingefangen, aber es ist so natürlich. Da ist nichts Erzwungenes dabei. Sie sind ein Paar, das aufrichtig und tief verliebt und sehr glücklich ist. William begann mit 19 Jahren sein Studium an der St. Andrews University. Er war einer der begehrtesten Junggesellen der Welt. Die Wahl seiner zukünftigen Braut wurde zu einer Quelle von Medienspekulationen. Kate Middleton, eine Kommilitonin, war nur eine von vielen Frauen, die mit ihm in Verbindung gebracht wurden. Jede aus dem Kreis der gut vernetzten Verehrerinnen des Studentenprinzen wurde auf ihr Prinzessinnenpotenzial hin untersucht. Die Presse wusste damals nicht, dass William und Kate eine heimliche Romanze hatten. Das Rätselraten der Medien hielt jahrelang an. Kates Hauptkonkurrentin war die Jugendfreundin von William, Jacka Craig. Der Palast dementierte sogar Berichte über eine Romanze. Bevor er mit Kate zusammenkam, hatte William eine kurze Affäre mit einer anderen Studentin von St. Andrews, Carly Massey Birch.
William hat viele Freunde aus seiner Jugendzeit behalten. Die Familie Van Cutsem kennt er schon sein ganzes Leben lang. Sie gehört zu einer Gruppe von treuen Freunden, bei denen er sich am wohlsten fühlt. Man nennt sie auch den Vertrauenskreis. Eine Freundin, die ihn schwer enttäuscht hat, ist Tara Palmer Tomkinson. Als Schwester und Tochter einiger von Charles' engsten Freunden und Skikollegen wurde von Tara erwartet, dass sie königliche Geheimnisse bewahrt. Aber sie ließ sich von ihrer Liebe zu den Medien und der Öffentlichkeit zu unklugen Entscheidungen verleiten. Sie war auch zeitweise kokainabhängig, bis sie in einer amerikanischen Klinik geheilt wurde. Sie wurde Gesellschaftsdame, Moderatorin, Kolumnistin, Model und Wohltätigkeitsschirmherrin und nahm an Reality-TV-Shows teil. Charles genoss ihre lebhafte Gesellschaft und nahm sie in seinen Skiurlaub mit. Er und William wurden mit peinlichen Schlagzeilen belohnt. Tara wurde von ihrer Drogensucht geheilt, erhielt eine zweite Chance und war Gast bei der royalen Hochzeit. Doch Williams Vertrauen in sie war fehl am Platz. Während der Zeitungs-Hacking-Prozesse wurde Taras Rolle bei der Lieferung von Geschichten an die News of the World aufgedeckt. Der royale Kreis des Vertrauens ist sehr einzigartig. Er ist etwas ganz Besonderes. Es sind die Freunde und die Familie, denen die Königsfamilie am meisten vertraut. Und es gibt eigentlich nur eine Regel, und die ist sehr einfach. Man redet nicht. Und man bricht das Vertrauen nicht. Und leider hat Tara Palmer Tomkinson das Vertrauen des Königshauses gebrochen. Und zwar auf die wohl schrecklichste Art und Weise. Durch die Kommunikation mit einer Boulevardzeitung. William und Harry mögen die Herausforderung von Wettkämpfen, wie bei diesen freundschaftlichen und exklusiven Fahrradpolo-Spielen. Und sie haben viele gemeinsame Freunde. Ihre Spielkameraden wurden zu jugendlichen Kumpels, die zu einem sehr exklusiven Vertrauenskreis gehören. Ein paar Auserwählte vergnügen sich mit den jungen Prinzen in einem Keller mit dem Spitznamen Club H in Charles' Haus Highgrove in Gloucestershire. Und einige wenige hatten das Glück, auf luxuriöse Reisen mitgenommen zu werden. Im Jahr 1999 nahmen William und Harry eine Gruppe von Freunden, die Glossy Posse, mit auf eine Kreuzfahrt mit ihrem Vater. Mit dabei war Emilia de Lange, die zufällig sowohl William als auch eine gewisse Kate Middleton kannte. So war es keine Überraschung, dass Emilia zu den Taufpaten von Prinz George gehörte. Emilia de Lange ist eine der ältesten Freundinnen von William, was damit begann, dass sie beide in Gloucestershire lebten. Emilia besuchte die Marlborough School und ihre beste Freundin dort war keine geringere als Kate Middleton, die damals ein 17-jähriger Teenager war. Und durch ihre Verbindung zu Emilia lernte sie Prinz William kennen, als beide noch zur Schule gingen. Bei diesem Treffen in St. Andrews waren sie sich also schon mal begegnet. Im Juli 1981 war einer der 4 Van Cutsem-Brüder Edward, der Page bei der Hochzeit von Charles und Diana. William, der im folgenden Jahr geboren wurde, wuchs in der Nähe von Edward auf. William Van Cutsem, der jüngste Bruder, wurde einer der 7 Taufpaten von Prinz George. William Van Cutsem ist eines der 4 Van Cutsem-Kinder, mit denen William und Harry als kleine Jungen aufwuchsen. Sie haben viel Zeit mit der Familie Van Cutsem verbracht. Ich glaube, sie sind wahrscheinlich die Familie, die den Royals von allen Freunden am nächsten steht. Mit Julia Samuel, einer engen Freundin Dianas, kam ein Bindeglied zur verstorbenen Prinzessin. William ist jetzt der royale Schirmherr von Julias Wohltätigkeitsorganisation Child Bereavement UK. Die Wahl von Julia Samuel war vorausschauend, denn ich glaube, William wollte damit Diana würdigen. Julia und Diana waren sehr eng befreundet. Julia leitet eine Wohltätigkeitsorganisation, an der Diana stark beteiligt war. Und aus dieser Verbindung entstand eine lebenslange Freundschaft, die William geerbt hat. Und so wollte er sicherstellen, dass seine Mutter gewürdigt wird. Earl Grosvenor, 22, ist der Sohn des Herzogs von Westminster. Die Familie Grosvenor ist seit Jahrzehnten mit der Königsfamilie befreundet. Hugh ist der Erbe eines riesigen Anwesens und ein guter Freund, der in den Kreis der Familie aufgenommen wurde. Williams Cousine Zara Phillips war die einzige königliche Taufpatin. Sie kam mit ihrem Ehemann, dem Rugby-Spieler Mike Tindall.
Ich glaube, dass Zara eine ganz besondere Wahl war. Sie spiegelt die Nähe von William zu Zara wider und auch die Tatsache, dass sie und Kate sich sehr gut verstehen. Ich habe mir sagen lassen, dass Zara total begeistert war, gefragt zu werden. Kates Mutter und Vater begleiteten Pippa und Bruder James zur Taufe, die überraschenderweise nicht zu den Taufpaten gehörten. Pippa wurde nicht gebeten, Taufpatin zu sein. Auch hier wurde erwartet, dass sie neben Harry diese Rolle übernehmen würde, aber eigentlich ist sie nur Tante Pippa. Sie hat eine sehr aktive Rolle bei George. Prinz George verbringt viel mehr Zeit bei den Middletons, als uns allen bewusst ist. Die meiste Zeit ist er bei Opa und Oma, Mike und Carol und auch bei seiner Tante und seinem Onkel, Pippa und James. Für Carol, eine ehemalige Stewardess, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Die einst gewöhnliche Familie Middleton ist jetzt durch Heirat und Stammbaum untrennbar mit dem Königshaus Windsor verbunden. Die Middletons sind eine unkomplizierte und angenehme Familie aus der Mittelklasse, die mit großem Elan und Souveränität Teil der Königsfamilie geworden ist. Ich finde, sie sind nett anzusehen. Die Leute scheinen sie zu mögen. Sie tun das Richtige. Sie unterstützen Kate. Und sie scheinen sich an das enorme Rampenlicht gewöhnt zu haben, das auf sie gerichtet wurde. Die Tatsache, dass Frau Middleton aus einer Bergarbeiterfamilie stammt, ihr gesamter Stammbaum wurde ja veröffentlicht. Und wir wissen eine ganze Menge über sie. Man hat sie als soziale Aufsteigerin bezeichnet. Das finde ich allerdings nicht. Ich finde, sie haben ganz einfach ihr Bestes getan, um ihre Kinder zu unterstützen. Kate und ihre Geschwister gingen auf Marlborough. Das ist eine unserer besten Privatschulen. Es hat eine Menge Geld gekostet, sie dorthin zu schicken. Und sie sind zu 3 perfekten jungen Menschen geworden. Kate musste die Zweifel der versnobten Kreise in Williams Umfeld überwinden, die von ihm erwarteten, dass er ein aristokratisches Mädchen heiratet und nicht ein Mädchen aus der Mittelschicht. Bei einigen dauerte es eine Weile, bis sie Kate akzeptierten. Überraschenderweise hat sich Kate ziemlich gut mit Williams engsten Freunden verstanden. William hat so ziemlich den Freundeskreis behalten, den er schon in der Schule hatte. Erst in Ludgrove, dann in Eton und dann an der Uni. Ich glaube, am Anfang war da ein bisschen Snobismus dabei. Vor ein paar Jahren hörten wir, dass sie für ein bisschen gewöhnlich hielten, ein bisschen zu bürgerlich. Aber sie verstehen sich gut. Sie mag seine Freunde und seine Freunde mögen sie. Sie scheinen sich alle sehr gut zu verstehen. Im Juni 2014 besuchte Kate den restaurierten Bletchley Park, wo zu Kriegszeiten der berühmte Enigma-Code geknackt wurde. Ihre Großmutter Valerie Glassborough hat dort während des Zweiten Weltkriegs gearbeitet. Sie heiratete 1946 Mikes Vater, Peter Middleton. Die Verbindung der Familie Middleton zu Bletchley besteht darin, dass Kates Großmutter eine Codeknackerin war. Vor ein paar Monaten fuhr Kate nach Bletchley Park, um die Arbeit ihrer Großmutter zu sehen und mit den Leuten zu sprechen, die dort gearbeitet haben. Es war wirklich schön, dass sie ein wenig von ihrer Vergangenheit entdeckt hat. Die jungen Prinzen wuchsen in getrennten Familien mit getrennten Eltern auf. William wuchs in einem zerrütteten Elternhaus auf. Natürlich hatte er 2 Elternteile, aber sie lebten in der zweiten Hälfte seiner Teenagerjahre nicht mehr zusammen. Und es war kein glückliches Leben zu Hause. Bei den Middletons fand er heraus, wie ein solides Familienleben aussehen kann. Und er liebte es. Er ging sonntags dorthin und dann gab es Abendbrot vom Tablett. Sie saßen vor dem Fernseher, unterhielten sich, spielten. Er liebte das alles. Im Jahr 2012 verließen die Middletons ihr ehemaliges Zuhause in Bucklebury bei Reading. Sie zogen aus einem sehr schönen, modernen Einfamilienhaus in einem netten Dorf in Berkshire in ein viel größeres, prächtiges Herrenhaus am Rande des Dorfes. Wir wissen nicht genau, wie viel es gekostet hat, aber es wird gemunkelt, dass William den Kauf mitfinanziert hat, weil das Haus stark umgebaut werden musste, um es für den Aufenthalt eines Mitglieds der Königsfamilie sicher zu machen. Und all das kostet ziemlich viel Geld. William hatte natürlich das Geld, das er von seiner Mutter geerbt hat und auf das er zurückgreifen konnte, als er 25 wurde. Den Gerüchten zufolge hat er also selbst ein wenig Geld hineingesteckt.
Als Prinz George Alexander Louis von Cambridge 3 Monate nach seiner Geburt getauft wurde, war die Öffentlichkeit in Scharen unterwegs, um das Ereignis zu feiern. Ein Autokorso brachte Paten und königliche Gäste zu der Zeremonie in der Chapel Royal im St. James Palace. Aufgrund der Stellung des kleinen George in der Thronfolge wurde für dieses Ereignis ein Aufgebot an Gardisten benötigt. Und sie erforderte die Anwesenheit einer Urgroßmutter, die zufällig die Königin ist. Sie und Prinz Philip wurden vom Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, und dem Bischof von London, Richard Chartres, begrüßt. Auch Großvater Charles und seine Frau Camilla, die Herzogin von Cornwall, waren gekommen, ebenso wie der Onkel des Babys, Prinz Harry. Es war das erste Mal, dass die Königin ihre 3 Erben in der Thronfolge, Charles, William und George, öffentlich begrüßte. Es war ein glücklicher Tag für die ganze Familie. Und ein historisches Ereignis. Denn es war das erste Mal seit über 100 Jahren, dass ein regierender Monarch mit 3 männlichen Thronfolgern abgebildet wurde. William wurde am 4. August 1982 getauft. Es war der 82. Geburtstag der Königin Mutter. Die Queen sah glücklich aus und schien nicht zu ahnen, dass Diana sich ausgeschlossen und unwohl fühlte. Kate trug einen cremefarbenen Anzug von Sarah Burton und sah an Georges großem Tag selbstbewusst und glücklich aus. Sein Taufkleid aus Spitze war eine exakte Nachbildung des Kleides, das für die Kinder von Königin Victoria angefertigt worden war. Ein weiterer geschätzter Gast bei der Taufe war das ehemalige Kindermädchen von William und Harry, Jessie Webb. Jessie Webb wurde Ende des Sommers von den beiden verpflichtet. Das war sehr interessant. William und Kate wollten eigentlich kein Kindermädchen. Ich glaube, es war Teil ihres Traums, normal und gewöhnlich zu sein. Aber nach 2 Monaten schlafloser Nächte mit einem sehr hungrigen Baby, denn George weinte viel, er hatte immer viel Hunger, sagte die Herzogin ein paar Mal, als wir in Neuseeland waren, dass sie erst, als sie anfing, ihn zu entwöhnen, merkte, dass er offensichtlich so viel weinte, weil er hungrig war. Und ich schätze, nach ein paar Monaten mit wenig Schlaf wurde ihnen klar, dass sie mehr brauchten als nur Carol. Sie brauchten ein Vollzeit-Kindermädchen und sie wollten jemanden, der Erfahrung hatte und dem sie vertrauen konnten. Und so überredete William Jessie Webb, die vor vielen Jahren sein Kindermädchen war, aus dem Ruhestand zu kommen. Ich glaube, sie war damals etwa 71 Jahre alt und kam, um ihnen im Kensington Palace zu helfen. Sie verbrachte einige Monate damit, George an eine Routine zu gewöhnen und dafür zu sorgen, dass er nachts durchschläft. Jessie Webb war wirklich wunderbar. Am 1. März 1991, dem St. David's Day, wurde William im Alter von 8 Jahren zu seinem ersten offiziellen Termin nach Cardiff gebracht. Wenn Charles König ist, soll er William zum Prinzen von Wales machen. Diana bereitete ihn darauf vor. Seiner Mutter Diana war es sehr wichtig, ihm alles beizubringen. Sie gab alles an ihn weiter. Sieh mal, William, es wird schwierig sein. Die Presse wird sich auf dich stürzen. Ignoriere sie, sieh sie nicht an. Lächle immer, auch wenn du unglücklich bist. Du musst es tun. Du kannst nicht sagen, ich will das heute nicht machen. Es ist dein Job. Und mit dieser Art von Ermutigung und der Liebe seiner Mutter schaffte er es. Die Jungen besuchten zunächst Wetherby, eine Tagesschule in der Nähe ihres Hauses in London. Auf dem kurzen Weg vom Kensington Palace sagt seine Mutter, William, wenn wir in der Schule sind, werden da viele Fotografen sein. Und er sagte mit seiner William-Stimme, ich mag keine Fotografen. Und Diana sagte nur, du gewöhnst dich besser daran, denn es wird für den Rest deines Lebens so sein. Wie recht sie damit hatte. 1991 nahmen Charles und Diana ihre Söhne während einer Kanada-Tournee mit zur Kirche in Toronto. Diana lehrte sie immer durch ihr Beispiel. Sie konnte viel besser mit Menschen umgehen, mit dem einfachen Volk, wenn man so will. Sie hatte einen Draht zu den Leuten auf der Straße. Sie kam mit ihnen ins Gespräch.
Das ging oft so, dass sie etwas bei jemandem erkannte und es aufgriff, zum Beispiel den Mantel einer Frau oder die Schuhe eines Mannes. Und dann sagte, oh, was für schöne Schuhe, woher haben Sie diese Jacke? Ist sie von John Lewis? Die Leute dachten dann, oh ja, und so fingen sie ein Gespräch an. Der schottische Rückzugsort der Königin Balmoral ist ein 50.000 Hektar großes Anwesen im Hochland. Dort werden Herden von Hirschen, Hochlandrindern und Ponys gehalten. Der Urgroßvater der Königin, König Edward VII., förderte dort den sogenannten Bloodsport und begründete damit eine lange Tradition des Schießens, Angelns und der Pirschjagd. William, der seit dem Tod seiner Mutter bereits sehr wohlhabend ist, wird Balmoral und die anderen königlichen Ländereien erben, wenn er König ist. William ist reich, weil er mit 25 diese große Summe geerbt hat. Die Hälfte der 17 Millionen, die Diana bei ihrer Scheidung bekommen hat zum Beispiel. Es gab auch etwas Geld, das sein Vater ihm übergeben hat. Er hat allerdings kein Geld von der Königin Mutter geerbt, die einen Großteil ihres Geldes an ihre Urenkel vererbt hat. Denn man geht davon aus, dass William eines Tages zunächst das Herzogstum Cornwall haben wird, das momentan noch seinen Vater als Prinz von Wales ernährt. Und als König wird er dann natürlich sowieso die Schlüssel zum Königreich haben und so viel Geld, wie er will. Er wird ein sehr reicher junger Mann sein, aber auch jetzt lebt er schon sehr komfortabel. Nach der Geburt von Baby George zogen William und Kate in die alten Wohnungen von Prinzessin Margaret im Kensington Palace, ganz in der Nähe von Williams und Harrys Elternhaus, mit all seinen Erinnerungen. William wird an das Leben und die Erfahrungen denken, die er mit seiner Mutter und seinem Vater im Kensington Palace gemacht hat. Und warum sollten sie das nicht wiederholen wollen? Er hatte dort eine fantastische Zeit. So sehr, dass er sogar in die alte Wohnung seiner Tante Margaret zurückgekehrt ist. Er ist also wieder im Kensington Palace und wird lebhafte Erinnerungen an seine Kindheit haben. Und er wird diese Erinnerungen und alles, was seine Eltern ihm beigebracht haben, all den Spaß, den er in Wetherby und in der Umgebung des Kensington Palace hatte, an seine Kinder weitergeben wollen. Apartment 1A des Kensington Palace wird ihre Londoner Basis sein, bis William König wird. William hat sehr gute Erinnerungen an Kensington Palace. Im Innenhof lernte er Fahrradfahren. Er hat dort so viele besondere Momente mit seiner Mutter erlebt. Zunächst lebte das Paar im Nottingham Cottage, dem jetzigen Zuhause von Prinz Harry, während die Wohnung komplett renoviert wurde. Sie wurde gerade für 4,5 Millionen Pfund aufwendig und sehr teuer renoviert. Aber jetzt haben die Cambridges endlich ihr perfektes Familienhaus. Es besteht aus 3 Stockwerken. Der größte Teil des obersten Stockwerks ist die Kinderstube mit der Wohnung für das Kindermädchen. Es gibt sehr viel Raum zum Spielen und es wird bestimmt noch mehr offizielle Anlässe im Kensington Palace geben. Anmer Hall auf dem königlichen Landgut Sandringham in Norfolk ist jetzt der Landsitz von William und Kate. Anmer Hall war ein Geschenk der Königin an Prinz William zu seinem 30. Geburtstag. Und es ist ein sehr beeindruckendes Anwesen. Es ist ein georgianisches Herrenhaus, das ebenfalls renoviert wurde. Aber diesmal hat das Paar die Kosten getragen, nicht der Steuerzahler, weil es ihr Privathaus ist. Hierher werden sie sich an den Wochenenden zurückziehen und wahrscheinlich auch einen Großteil der nächsten Jahre verbringen. Denn Prinz William hat eine neue Stelle als Rettungspilot angetreten. Er wird in Norfolk stationiert sein und die Familie wird dann wohl die meiste Zeit in Anmer Hall verbringen. 2012, dem Jahr des diamantenen Thronjubiläums der Königin, besuchte das Paar Malaysia und die Salomoninseln, die alle zum Commonwealth gehören. Bei einem Empfang in Singapur begeisterte Kate ihre Gastgeber mit einem Kleid des in Singapur geborenen Designers Prabal Gurung. Dann wurde dem Paar eine eigens für ihren Besuch gezüchtete Orchidee gezeigt. Sie waren gerührt von der Freundlichkeit ihrer Gastgeber. Sie fuhren weiter zu den Salomonen. Königshausexperten waren beeindruckt von der Teamarbeit der beiden. Wenn man William und Kate auf ihren ersten royalen Auslandsreisen sieht,
fühlt man sich 30 Jahre zurückversetzt in die Zeit von Charles und Diana. Nur leider wurde bei Charles und Diana schnell klar, dass sie nicht glücklich waren. Und dann fingen sie an, Dinge getrennt zu tun. Es kam zum Beispiel vor, dass Charles und Diana auf verschiedenen Seiten der gleichen Straße gingen. Alle wollten immer Diana sehen. Sie bekam die ganze Aufmerksamkeit. Die Kameras waren immer auf sie gerichtet. William und Kate machen alles gemeinsam, Seite an Seite. William blieb immer bei ihr, weil er sich Sorgen machte, dass sie von der ganzen Aufmerksamkeit überwältigt wird. Aber im Gegensatz zu seinem Vater ist er nicht eifersüchtig, dass seine Frau im Rampenlicht steht. Er ist stolz und freut sich für sie und ist für sie da. Prinz George wird bald ein Geschwisterchen bekommen. Nach dem Scheitern der Ehe seiner Eltern ist die von William ein beachtlicher Erfolg. Zweifelsohne ist diese Ehe gut für die britische Monarchie, für das Commonwealth und all seine Gebiete. Und ich finde, sie geben uns wirklich etwas, auf das wir uns freuen können. William und Kate und George sind eine Projektion der Zukunft, eine Verheißung der Monarchie und dessen, was sie für uns alle bereithält. Ich finde, das ist etwas ganz Besonderes. Jedes Jahr im Juni wird der Geburtstag der Königin mit einem farbenprächtigen Umzug gefeiert. Sie ist 88 und Prinz Philipp 93 Jahre alt. Da sie immer älter werden, muss ihr Arbeitsprogramm möglicherweise reduziert werden. Es liegt auf der Hand, dass einige ihrer königlichen Pflichten und Verantwortlichkeiten in den kommenden Jahren an jüngere Mitglieder der Familie delegiert werden müssen. Prinz Harry, Kate und Camilla, die Herzogin von Cornwall, wissen das sehr gut. Die Last wird zunächst auf Charles und dann auf William fallen. Die Neugestaltung der Monarchie wird ihre größte Herausforderung sein. Die Monarchie hat 1000 Jahre lang überlebt, indem sie sich angepasst und verändert hat und den Wandel der Zeit widerspiegelt. Das wird sie auch wieder tun müssen, weil wir heute in Großbritannien eine viel leistungsorientiertere Gesellschaft sind. Ich glaube, dass wir eine kleinere Monarchie haben werden, die der heutigen Zeit eher entspricht. Eine Monarchie, die sich nur auf den Monarchen selbst und seine unmittelbare Familie konzentriert. Kate ist die Schwester, die Harry nie hatte. Es gibt viel Herzlichkeit zwischen ihr und den beiden Brüdern. Sie alle haben sich als gute königliche Vertreter erwiesen. Ich glaube, die Königin wusste, dass William ein erfolgreicher junger Mann sein würde. Sie hatte Bedenken, ob die beiden als Team zusammenarbeiten würden. Und es wird sie sehr ermutigt haben, zu sehen, dass sie wirklich ein großartiges Team sind. Es hat sie wirklich sehr entlastet. Denn sie ist Ende 80. Sie hat nicht mehr die körperliche Ausdauer, um das zu tun, was sie tun musste. Und William und Kate und in gewissem Maße auch Harry mussten vortreten und viele ihrer Aufgaben übernehmen. In diesem Sommer vertraten sie die Königin auf dem Keramikmohnfeld am Tower of London und gedachten der Opfer des Ersten Weltkriegs. Als königliche Botschafter fördern William und Kate die Diplomatie und den Handel. Sie sorgen für Wohlwollen und tragen dazu bei, die Monarchie im Commonwealth zu erhalten. Und sie machen Wohltätigkeitsorganisationen bekannter. Kate ist ein vollwertiger Royal und William ein guter Performer. Vielen Dank für die Herzlichkeit und Großzügigkeit, die uns während unseres Besuchs entgegengebracht wurde. Die Zukunft scheint gesichert. William, das Kind eines zerrütteten Elternhauses, hat eine Frau, deren Vorbild die lange und glückliche Ehe ihrer eigenen Eltern und deren gesichertes Familienleben ist. Eines Tages werden William und Kate König und Königin sein und alle Lasten des Throns auf sich nehmen. Aber im Moment können sie einfach das Beste des Familien- und Königslebens genießen, weil sie wissen, dass Charles und Camilla diese Rollen und die Verantwortungen vor ihnen übernehmen werden.